Guten Morgen, Jim. Nehmen Sie bitte Platz. Wir werden in ein paar Minuten mit dem Unterricht beginnen. Okay, Lehrer. Aber zuerst muss ich dir etwas sagen. Bitte. Es ist wichtig. Ich komme beim Schreiben und Lesen auf Deutsch ziemlich gut zurecht, aber mit einer Sache habe ich wirklich Probleme. Wenn es ums Zuhören geht, kann ich einfach nicht verstehen, was die Leute sagen. Ich versuche es, aber alles klingt zu schnell oder unklar. Haben Sie Tipps, um meine Hörfähigkeiten zu verbessern? Ich verstehe, dass Zuhören eine Herausforderung sein kann, insbesondere wenn Muttersprachler schnell sprechen. Die meisten Leute werden Ihnen sagen, dass Sie sich Filme ansehen oder Podcasts anhören sollen. Aber ich möchte Ihnen einige andere Tipps geben. Dinge, die vielleicht nicht so häufig vorkommen, Ihnen aber wirklich helfen können. Passen Sie bitte auf. Das hört sich großartig an. Ich habe die Filme und Podcasts ausprobiert, aber manchmal fühle ich mich immer noch verloren. Ein Tipp, den ich habe, ist, zuerst auf Langsamredner zu hören. Finden Sie Menschen, die langsam und deutlich Deutsch sprechen. Aber hier ist der Clou: Anstatt ihnen nur zuzuhören, sollten Sie versuchen, ihre Sprechweise nachzuahmen oder zu kopieren. Hören Sie sich beispielsweise einen kurzen Satz an, halten Sie den Ton an und wiederholen Sie ihn genau so, wie Sie ihn gehört haben. Achten Sie auf den Rhythmus, die Intonation und die Pausen, die Sie machen. Es ist wichtig. Dies hilft Ihnen nicht nur, besser zu verstehen, sondern verbessert auch Ihr Muskelgedächtnis. Für die deutschen Klänge. Es mag sich zunächst seltsam anfühlen, aber es ist eine wirksame Möglichkeit, Ihr Zuhören zu verbessern. Das habe ich noch nie probiert. Sollte ich das mit jeder Art von Audio machen, oder gibt es bestimmte, die besser funktionieren? Gute Frage. Ich schlage vor, mit Interviews oder Talkshows zu beginnen, insbesondere solchen, in denen wo die Referenten über Alltagsthemen sprechen. Wenn Sie Gespräche nachahmen, üben Sie echte, natürliche Sprache, die Sie im täglichen Leben hören könnten. Eine andere Sache, du kann es versuchen ist. Und hier ist etwas Lustiges, das nicht viele Leute ausprobieren. Verwenden Sie Hintergrundgeräusche. Suchen Sie nach Audioaufnahmen, bei denen im Hintergrund leichte Geräusche zu hören sind, zum Beispiel Musik oder Menschen, die in der Ferne leise reden. Wenn Sie Deutsch mit etwas Lärm hören, es trainiert Ihr Gehirn, sich auf die Wörter zu konzentrieren, die Sie hören möchten, auch wenn um Sie herum Ablenkung herrscht. Das ist großartig, denn in realen Situationen finden Gespräche nicht immer in Stille statt. Ull often need to listen to someone while there is no other around you, so it's good practice. Machen Sie es natürlich einfach, wenn Sie bereits Videos ohne Hintergrundgeräusche angesehen oder angehört. Weil es nicht einfach ist. Wenn Sie es also am Anfang tun, werden Sie nicht viel verstehen. Gespräche finden an lauten Orten wie Cafés oder auf der Straße statt. Habe es irgendetwas anderes? Absolut. Hier noch ein ungewöhnlicher Tipp. Hören Sie sich Lieder auf Deutsch an, aber nicht auf die Texte. Konzentrieren Sie sich auf den Rhythmus, die Aussprache und die Verbindung der Wörter. Viele Studierende über die Bedeutung des Liedtextes, aber ich möchte,
dass Sie darauf achten, wie der Sänger die Worte ausspricht. Und verknüpft sie miteinander. Deutsch, insbesondere in der gesprochenen Form, vermischt oft Wörter, was wir verbundene Sprache. Zum Beispiel, was machst du, könnte wie was machst du, klingen. In schneller Sprache. Lieder sind eine großartige Möglichkeit, diese natürliche Wortmischung zu hören. Glauben Sie mir. Sobald Sie beginnen, diese Muster zu erkennen, wird Ihnen das Zuhören viel leichter fallen. Daran habe ich nie gedacht. Normalerweise versuche ich, die Worte in Liedern zu verstehen, aber mir fehlt der Zusammenhang zwischen ihnen. Und Ton. Sollte ich mich also mehr darauf konzentrieren, wie es klingt, als darauf, was es bedeutet. Genau. Und hier ist eine weitere unterhaltsame Methode. Hören Sie Deutsch in langsamerem Tempo. Viele Audio-Plattformen wie YouTube erlauben. Sie können die Geschwindigkeit eines Videos verlangsamen. Wenn Sie sich etwas langsamer anhören, können Sie Details wahrnehmen, die Ihnen bei normaler Geschwindigkeit entgehen würden. Beginnen Sie mit einer Geschwindigkeit von 75%, hören Sie genau zu und kehren Sie zur normalen. Dies hilft Ihrem Gehirn, sich mit der Zeit an schnelleres Sprechen zu gewöhnen. Und hier ist die Wendung. Sobald Sie es sich bequem gemacht haben, versuchen Sie es zu beschleunigen. Das Hören von Audio mit höherer Geschwindigkeit fordert Ihr Gehirn, Informationen schnell zu verarbeiten, sodass sich alles leichter verständlich anfühlt, wenn Sie wieder zur normalen Geschwindigkeit zurückkehren. Eine Verlangsamung klingt hilfreich, um Details zu erfassen. Aber es beschleunigen? Das habe ich noch nie probiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass es knifflig wird. Es ist schwierig, aber es funktioniert wie ein Training für Ihr Gehirn. Und hier ist noch ein Tipp, der nicht so häufig vorkommt. Zuhören, ohne zu sehen. Viele Lernende schauen sich gerne Videos mit Untertiteln an. Aber ich fordere Sie auf, manchmal nur Audioinhalte anzuhören, keine visuellen Hilfsmittel, keine Untertitel. Dies zwingt Sie, sich nur auf Ihre Ohren zu verlassen und verbessert Ihre Fähigkeit, jedes Wort zu verstehen. Wenn Sie sich ein Video ansehen, decken Sie den Bildschirm ab oder schauen Sie weg, damit Sie sich ganz auf den Ton konzentrieren können. Am Anfang ist es schwierig, aber mit der Zeit wird sich Ihr Hörverständnis schneller verbessern. Sie können mit diesem Video beginnen. Hören Sie auf, sich die Untertitel oder Wörter in Textblasen anzusehen. Dann werden Sie sehen, wie viel Sie aus diesem Audio verstehen können. Es funktioniert sehr gut. Das klingt herausfordernd. Ich bin es so gewohnt, mich auf Untertitel zu verlassen oder der Person beim Sprechen zuzuschauen. Zuhören ohne zu sehen würde mich wirklich dazu bringen, mich mehr auf den Klang zu konzentrieren. Noch mehr ausgefallene Tipps? Ja, noch eine letzte Sache für heute. Hören Sie sich Kindersendungen oder Hörbücher an. Ja, du hast gut gehört. Ich weiß, das hört sich vielleicht seltsam an, aber hier ist der Grund, warum es funktioniert. Kindersendungen sind oft langsamer. Verwenden Sie eine einfachere Sprache und wiederholen Sie Schlüsselphrasen, verwenden Sie aber dennoch natürliches, verständliches Deutsch. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Gehör zu trainieren, ohne sich überfordert zu fühlen. Glauben Sie mir. Sie können auch versuchen, sich Geschichten oder Hörbücher anzuhören, die für ein jüngeres Publikum gedacht sind.
Sie bieten immer noch großartige Sprachübungen an, und weil die Sprache einfacher ist sie auch. Die Aussprache und der Rhythmus. Es ist eine weniger einschüchternde Möglichkeit, Ihr Zuhören zu verbessern. Ein zusätzlicher Tipp. Eine weitere ungewöhnliche Idee besteht darin, dasselbe mehrmals anzuhören. Aber konzentrieren Sie sich jedes Mal auf andere Aspekte. Konzentrieren Sie sich beim ersten Mal darauf, die allgemeine Bedeutung zu verstehen. Konzentrieren Sie sich beim zweiten Mal auf bestimmte Details wie Namen oder Nummern. Das dritte Mal. Achten Sie auf die Aussprache und die Art und Weise, wie Wörter miteinander verbunden sind. Hier entlang. Sie sind nicht überfordert, wenn Sie versuchen, alles auf einmal zu erfassen. Und Sie schulen Ihr Gehör in verschiedenen Bereichen des Hörverständnisses. Es funktioniert sehr gut. Das ist eine wirklich hilfreiche Strategie, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu verstehen. Ich kann mich jeweils auf eine Sache konzentrieren. Es hört sich so an, als würde das Zuhören für mich weniger frustrierend sein. Absolut, und je mehr Sie es auf diese Weise aufschlüsseln, desto sicherer werden Sie sich fühlen. Schließlich haben Sie keine Angst davor, zurückzuspulen und noch einmal abzuspielen. Viele denken, sie müssten. Man kann etwas beim ersten Mal verstehen, aber eine wirkliche Verbesserung stellt sich ein, wenn man noch einmal zuhört. Dinge bemerken, die du beim ersten Mal verpasst hast. Seien Sie geduldig mit sich selbst. Bitte. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, Ihr Gehirn zu trainieren, Muster in der Sprache zu erkennen. Nun, das ist alles, was ich Ihnen jetzt sagen kann. Aber wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Liken, teilen und kommentieren. Ich würde mich über Ihre Meinung freuen. Einen schönen Tag noch.